Weißt du, was ich interessant finde? Wenn man Deutschen einfach nur zuhört, im Bus, im Café, auf der Straße, dann merkt man, dass sie viele kleine Wörter benutzen, die man im Unterricht nie lernt. Kurze, ganz einfache Wörter, aber sie sagen so viel. Manchmal sitzt du da, hörst ein Gespräch und denkst, Moment, was hat er da gesagt? Und dann wiederholst du das im Kopf und plötzlich verstehst du nicht nur das Wort, sondern die Stimmung. Dieses kleine Stück Alltag, das in der Sprache steckt. Ich finde, genau das macht das Deutschlernen spannend. Nicht nur Grammatik und Regeln, sondern diese echten, lebendigen Momente. Wörter, die du in keinem Lehrbuch findest, aber überall hörst. Heute möchte ich über solche Ausdrücke sprechen, über Dinge, die Deutsche ständig sagen. Ganz einfache Sätze, die du überall hören kannst. Im Supermarkt, auf der Arbeit, bei Freunden, in der Bahn. Manche dieser Wörter sind so kurz, dass sie fast wie Geräusche klingen. Aber wenn du sie einmal verstehst, hörst du sie plötzlich überall. Und du beginnst, die Menschen besser zu verstehen. Nicht nur, was sie sagen, sondern auch, wie sie fühlen. Es geht nicht darum, alles auswendig zu lernen. Du musst sie nicht wiederholen wie Vokabeln. Es reicht, sie zu erkennen. Zu wissen, wann sie kommen, was sie bedeuten, wie sie klingen. Dann wird die Sprache lebendig. Und glaub mir, wenn du anfängst, diese kleinen Wörter zu bemerken, wirst du merken, sie sind wie kleine Fenster in die Kultur. Ich möchte mit den ganz alltäglichen Ausdrücken anfangen. Mit den Worten, die man benutzt, wenn man sich begegnet. Wenn man sich begrüßt, etwas sagt, ein bisschen plaudert. Keine großen Themen. Einfach dieses kleine Gespräch zwischendurch, das das Leben leichter macht. Denn genau dort beginnt das echte Deutsch. Nicht in langen Sätzen, sondern in diesen kleinen Momenten, in denen man einfach miteinander redet. Wenn man morgens irgendwo ankommt, vielleicht in der Arbeit oder an der Bushaltestelle, hört man oft ein ganz kurzes Wort. Na, nur dieses eine. Kein guten Morgen, kein wie geht's, einfach na. Und trotzdem versteht jeder, was gemeint ist. Es ist wie ein kleines Hallo, aber ohne Anstrengung. Wenn zwei Kollegen sich treffen, sagt der eine vielleicht na und der andere antwortet na, alles gut? Oder einfach nur na. Manchmal braucht es gar keine Worte mehr. Ein kleines Lächeln, ein Kopfnicken und beide wissen, alles okay. Es ist wie ein Minigespräch, das keine Zeit kostet, aber trotzdem Nähe zeigt. Ich mag dieses Na, weil es so typisch ist. Es ist offen, freundlich, aber auch praktisch. Kein langes Reden, kein unnötiger Smalltalk, einfach ein Zeichen, dass man sich sieht. Auch in Chats steht es oft am Anfang. Ein Freund schreibt nur Na und du weißt, er will kurz hören, was los ist, ohne viele Worte. Dann gibt es diesen Satz, den man fast überall hört. Alles gut? Manchmal klingt es wie eine echte Frage, manchmal eher wie ein Hallo. Wenn du in einen Laden gehst, sagt die Verkäuferin vielleicht alles gut und du antwortest automatisch ja, alles gut. Und bei dir? Auch wenn du müde bist oder gestresst, du sagst trotzdem alles gut. Es ist einfach Teil des Rhythmus. Ich finde, dieser Satz hat zwei Seiten. Einerseits ist er höflich, freundlich, er zeigt Interesse, ohne zu tief zu gehen. Andererseits spürt man, dass es nicht immer um echte Gefühle geht. Es ist eher ein Ritual, eine Art, den Kontakt leicht zu halten. Ein kurzes Abtasten. Geht's dir gut? Ja? Passt schon. Und weiter geht's. Aber genau das macht es angenehm. Es ist unkompliziert. Niemand muss erklären, warum er müde ist oder was ihn beschäftigt. Man lässt dem anderen Raum, einfach normal zu sein. Und wenn mal etwas nicht so läuft, dann kommt ein anderes Wort ins Spiel. Passt schon. Dieses kleine passt schon sagt so viel. Es bedeutet, es ist nicht perfekt, aber es ist okay. Wenn jemand beim Bäcker zu viel Rückgeld gibt und du merkst es erst später, denkst du, ach, passt schon. Oder wenn der Kellner dir das falsche Getränk bringt, aber du keine Lust auf Diskussion hast, sagst du, passt schon. Es ist ein Satz voller Gelassenheit. Nicht alles muss perfekt sein. Nicht jede Kleinigkeit ist ein Problem. Ich glaube, in diesem passt schon steckt eine Art Lebenshaltung. Ein bisschen Geduld, ein bisschen Pragmatismus. Manchmal ist es auch eine Art, freundlich zu bleiben. Wenn jemand sich entschuldigt, weil er dich angerempelt hat, sagst du automatisch, passt schon. Kein Ärger, kein Drama, einfach weitergehen. Ich finde diese drei kleinen Ausdrücke, na, alles gut und passt schon, zeigen etwas Wichtiges über den Alltag. Sie machen das Leben einfacher. Sie verbinden Menschen, ohne dass man viel reden muss. Und sie haben alle etwas gemeinsam. Sie klingen ruhig. Sie sind kurz, freundlich, aber nie aufdringlich. Wenn du sie einmal gehört hast, wirst du sie überall bemerken. Morgens, nachmittags, am Telefon, im Supermarkt.
Sie gehören zum Klang des Alltags. Und wenn du beginnst, sie zu benutzen, merkst du, wie natürlich sie sich anfühlen, wie sie Gespräche öffnen, ohne dass man es merkt. Ich glaube, das ist das Schöne an solchen Wörtern. Sie sind klein, aber sie tragen Wärme. Sie machen Sprache menschlich. Und wenn du sie einmal wirklich verstehst, fühlst du dich ein Stück näher dran, an dem echten Leben, das hinter den Wörtern steckt. Manchmal hörst du jemanden etwas sagen und dein erster Gedanke ist, echt jetzt? Dieses kleine Wort ist perfekt, wenn du überrascht bist oder etwas einfach nicht glauben kannst. Es ist kurz, aber es hat so viele Gefühle darin. Wenn dir jemand erzählt, dass es morgen schon wieder regnet, obwohl die Sonne gerade scheint, sagst du automatisch, echt jetzt? Oder wenn ein Kollege schon wieder seinen Schlüssel verloren hat, echt jetzt? Aber es muss nicht immer genervt klingen. Manchmal ist es einfach neugierig oder sogar lustig. Wenn ein Freund erzählt, dass er plötzlich angefangen hat, Yoga zu machen und du ihn dir so gar nicht in dieser Pose vorstellen kannst, dann sagst du lächelnd, echt jetzt? In diesem Moment bedeutet es so etwas wie, wirklich? Ehrlich? Und es zeigt, dass du zuhörst, dass dich das interessiert. Es kommt ganz auf den Ton an. Wenn du es weich und offen sagst, klingt es freundlich. Wenn du es mit einem langen Echt jetzt sagst, klingt es überrascht. Und wenn du es kurz und knapp sagst, echt jetzt, dann hört man vielleicht einen kleinen Hauch von Ärger. Aber egal wie, es ist ein echter Klassiker. Und dann gibt es noch ein Wort, das du wirklich überall hörst. Krass. Dieses Wort kann fast alles bedeuten. Manchmal heißt es wow, manchmal oh nein. Wenn jemand erzählt, dass er gestern 12 Stunden gearbeitet hat, sagst du krass. Wenn jemand sagt, dass er im Lotto gewonnen hat, sagst du auch krass. Das gleiche Wort, aber der Ton macht den Unterschied. Ich finde, krass ist wie ein Chamäleon. Es passt sich der Stimmung an. Es kann positiv sein, wenn du beeindruckt bist. Es kann neutral sein, wenn du einfach überrascht bist. Und es kann sogar ein bisschen mitfühlend klingen, wenn jemand etwas Schwieriges erlebt hat. Zum Beispiel, ein Freund sagt, dass er sich gerade von jemandem getrennt hat und du antwortest ruhig, oh, krass. Kein großes Gerede, aber du zeigst, dass du verstanden hast. Was ich an diesem Wort mag, ist, dass es so direkt ist. Es ist spontan, ehrlich, kein Filter. Du sagst, was du fühlst, ohne viel zu überlegen. Es ist eines dieser Wörter, die einfach passieren. Du denkst nicht, du reagierst. Und dann kommt ein anderes Wort, das ganz anders klingt, aber genauso typisch ist. Genau. Es ist ruhig, klar und du wirst es in fast jedem Gespräch hören. Wenn du jemandem zuhörst, der etwas erklärt, nickst du und sagst genau. Wenn jemand deine Meinung teilt, sagst du auch genau. Manchmal kommt es ganz automatisch, sogar mehrmals hintereinander. Genau, genau, ja, genau. Es ist wie ein kleines Zeichen, dass man auf derselben Wellenlänge ist. Du sagst nicht nur ja, du zeigst, dass du wirklich zuhörst, dass du verstanden hast. Genau macht ein Gespräch warm und fließend. Es ist keine Zustimmung aus Höflichkeit, sondern eher ein stilles Miteinander. Ich habe oft beobachtet, dass Menschen mit diesem Wort ganze Gespräche tragen können. Einer erzählt, der andere sagt immer wieder genau und es entsteht ein Rhythmus. Du fühlst dich gehört, du fühlst dich verbunden. Und manchmal, wenn man einfach keine besseren Worte hat, reicht ein Genau. Es ist klein, aber ehrlich. Kein großes Statement, aber es bedeutet, ich bin bei dir. Ich verstehe, was du meinst. Diese 3 Wörter, echt jetzt, krass und genau, zeigen, wie unterschiedlich Emotionen in der Sprache klingen können. Das eine ist spontan, das andere stark, das dritte ruhig und klar. Zusammen machen sie Gespräche lebendig. Wenn du sie im Alltag benutzt, wirst du merken, dass sie Türen öffnen. Du wirkst natürlicher, näher, echter. Denn genauso sprechen Menschen wirklich, mit kurzen, ehrlichen Reaktionen, mit kleinen Pausen, mit einem Lächeln im Ton. Und vielleicht merkst du, dass genau diese Wörter das Herz der Sprache sind. Nicht die langen, komplizierten Sätze, sondern diese kleinen Reaktionen, die zeigen, ich höre zu, ich fühle mit, ich bin da. Es gibt Wörter, die nicht laut oder stark sind, sondern ganz leise. Sie klingen sanft, fast wie ein kleines Zögern. Und trotzdem sagen sie viel über die Art, wie Menschen miteinander sprechen. Eines davon ist mal schauen. Wenn jemand dich fragt, ob du am Wochenende Zeit hast, sagst du vielleicht nicht gleich Ja oder Nein. Du sagst einfach mal schauen. Das klingt offen, freundlich, aber du lässt dir die Möglichkeit, später zu entscheiden. Es ist ein kleiner Schutz, ein höflicher Abstand. Du willst niemanden enttäuschen, aber du willst dich auch nicht festlegen. Ich mag dieses Mal schauen, weil es so ehrlich ist,
ohne unfreundlich zu sein. Es sagt, ich weiß es noch nicht. Ich will erst sehen, wie ich mich fühle, was passiert. Es ist diese kleine deutsche Art, ruhig zu bleiben, nichts zu versprechen, aber trotzdem höflich zu klingen. Wenn jemand dir also mal schauen sagt, heißt das nicht nein. Es heißt eher, lass uns abwarten. Vielleicht. Ein anderes Wort, das man ständig hört, ist ach so. Ganz kurz, fast wie ein Seufzer. Wenn jemand dir etwas erklärt und plötzlich ergibt alles Sinn, sagst du, ach so. Es ist wie ein Moment des Verstehens. Ein kleines Licht geht an. Zum Beispiel, du suchst den Ausgang im Supermarkt. Jemand zeigt nach links und du sagst automatisch ach so. Oder du verstehst erst spät, warum jemand etwas getan hat. Und wieder kommt dieses kleine, einfache ach so. Aber ach so kann auch neutral klingen. Wenn du gar nicht so interessiert bist, aber trotzdem reagieren willst, sagst du einfach ach so. Kurz, flach, fast ohne Ton. Dann bedeutet es so viel wie aha, verstanden. Und manchmal hört man sogar eine Spur von Ironie darin. Ach so, wenn man eigentlich meint, na gut, wenn du meinst. Ich finde, ach so ist wie ein Spiegel für Stimmung. Je nachdem, wie du es sagst, kann es neugierig, erleichtert oder gleichgültig klingen. Es ist eines dieser Wörter, die man erst richtig versteht, wenn man sie im Alltag hört. Nicht aus einem Buch, sondern von echten Menschen. Und dann gibt's noch ein Wort, das sehr typisch ist. Naja, es klingt unscheinbar, aber es hat Tiefe. Wenn dich jemand fragt, wie war dein Tag? Und du sagst, naja, dann weiß der andere sofort, dass er nicht perfekt war, aber auch nicht schlimm. Naja ist dieses kleine Grau zwischen Ja und Nein. Es bedeutet, geht so. Nicht schlecht, aber auch nicht toll. Manchmal ist es eine höfliche Art, ehrlich zu bleiben, ohne zu direkt zu sein. Wenn jemand fragt, wie das Essen war und du willst nicht sagen, dass es dir nicht geschmeckt hat, sagst du, naja, war okay. Und alle verstehen, was du meinst. Keine Diskussion, kein Streit, einfach ein sanftes Nicht ganz. Ich finde, naja, ist ein sehr menschliches Wort. Es erlaubt dir, ehrlich zu sein, aber trotzdem freundlich. Es hilft, weich zu bleiben, auch wenn du etwas kritisierst oder unsicher bist. Wenn du es aussprichst, klingt es fast wie ein kleiner Atemzug zwischen zwei Gedanken. Und manchmal, wenn man nachdenkt oder sich nicht sicher ist, sagt man es einfach leise vor sich hin. Naja, ohne dass jemand etwas fragt. Es passt zu Momenten, in denen man akzeptiert, dass das Leben nicht immer geradeaus geht. Diese kleinen Wörter, mal schauen, ach so, naja, machen Gespräche sanfter. Sie geben Raum, sie lassen Zeit. Niemand drängt, niemand bewertet. Es ist, als ob sie sagen würden, lass uns das langsam angehen, lass uns echt bleiben. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum man sie so oft hört. Sie machen Sprache menschlich. Nicht klar und hart, sondern offen und lebendig. Es gibt ein kleines Wort im Deutschen, das so kurz ist, dass man es fast überhören könnte, aber es hat unglaublich viel Kraft. Dieses Wort ist doch. Wenn du länger in Deutschland lebst oder öfter Deutsch hörst, wirst du merken, dass es überall auftaucht. Mal leise, mal betont, manchmal fast spielerisch. Wenn jemand sagt, du magst keinen Kaffee und du antwortest doch, dann ist das kein einfaches Ja. Es ist ein Ja gegen ein Nein. Du sagst damit, stimmt nicht, ich mag ihn doch. Dieses kleine Wort kann ein ganzes Missverständnis auflösen. Es bringt Klarheit, aber auf eine freundliche Art. Ich finde, es ist eines der charmantesten Wörter überhaupt. Es klingt nicht hart, sondern ruhig, selbstsicher. Es ist wie ein kleines Lächeln in einem Gespräch. Du musst nicht viel erklären, nur ein Wort. Doch und alles ist klar. Manchmal ist es auch eine Art, jemanden sanft zu widersprechen. Wenn jemand sagt, das schaffst du nicht, kannst du ruhig lächeln und sagen, doch. Ganz einfach, ganz ruhig, aber mit Überzeugung. Kein Streit, kein Drama. Nur ein kleiner Hinweis. Ich sehe das anders. Ich glaube, genau darin liegt die Schönheit dieses Wortes. Es erlaubt dir, deine Meinung zu sagen, ohne laut zu werden. Es ist kurz, aber stark. Ein freundliches Nein zum Nein. Und je öfter man es hört, desto mehr versteht man, wie sehr solche kleinen Wörter die Sprache tragen. Sie sind nicht nur Wörter, sie sind Stimmung, Haltung, ein Spiegel des Alltags. Wenn du über all die Ausdrücke nachdenkst, na, alles gut, passt schon, echt jetzt, krass, genau, mal schauen, ach so, naja, doch, dann merkst du, dass sie etwas gemeinsam haben. Sie sind klein, aber lebendig. Sie machen Gespräche fließend. Sie helfen, Nähe zu schaffen, ohne zu viel zu sagen. Manchmal reicht eines davon, um einen ganzen Moment zu füllen. Du brauchst keine langen Sätze, um verstanden zu werden. Nur den richtigen Ton, den richtigen Rhythmus. Ich finde, das ist das Schöne am Deutschlernen.
Man entdeckt immer wieder diese winzigen Wörter, die das ganze Gespräch verändern können. Es geht nicht darum, sie auswendig zu lernen, sondern sie zu fühlen. Zu hören, wann sie kommen, wie sie klingen, was sie bedeuten. Nicht im Kopf, sondern im Ohr. Wenn du sie im Alltag bemerkst, wirst du sehen, dass Sprache gar nicht so kompliziert ist. Sie ist einfach echt. Sie lebt davon, dass Menschen miteinander reden, sich zuhören, reagieren. Vielleicht denkst du jetzt an ein Gespräch, das du mal gehört hast, und erkennst eines dieser Wörter wieder. Und vielleicht lächelst du ein bisschen, weil du es jetzt verstehst. Genau das ist der Moment, in dem Sprache anfängt, lebendig zu werden. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass gern ein Like da und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und schreib in die Kommentare, welche Themen du als nächstes hören möchtest. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, beim nächsten Mal, wenn wir gemeinsam ein Stück echtes, lebendiges Deutsch entdecken.